Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Künstlerstreit. Ich dachte eigentlich, dass ich heute mein Objekt hier weiter bearbeite, aber ich glaube, ich werde etwas anderes machen. Ich habe nämlich noch eine Leinwand gefunden, die auch einen stärkeren Rahmen hat, und ich dachte, wir machen heute vielleicht mal was mit Blattgold. Das wäre doch auch mal ganz schön. Hast du dich gefragt, wie macht man das eigentlich da drauf? Das ist nämlich alles ziemlich einfach und gar nicht so kompliziert. Und deswegen überlege ich gerade, ob ich vielleicht mal was mit Blattgold mache. Dass wir zusammen das machen, jeden Sonntag. Danke für die lieben Kommentare und viel Spaß jetzt mit dem Video. Heute ein starker Rahmen, ganz dick. Du siehst, hier ist das umgelegt, das ist nicht so gut gelöst hier. Da kannst du mal drauf achten, aber ansonsten ist der Rahmen sehr stark. Also wir haben wieder diesen Objektcharakter wie vom letzten Mal mit dem Karton. Ich suche noch mal im Spachtel. Wo ist er denn? Da. Also heute arbeiten wir mit dem Spachtel. Wir machen hier mal so eine Trockenübung. Ich will nämlich einen weißen Rand haben. Und du kannst einfach mal mit dem Spachtel jetzt schon mal üben, wie du die Farbe draufsetzt. So, Kopf ausgeschaltet lassen. Jetzt machen wir es nämlich zack, einfach dasselbe mit Farbe. Nicht überlegen, einfach machen. Du musst dir das nicht abkleben. Das ist schön, das gibt einen schönen Charakter, wenn die Ränder da mit dem Spachtel auch zu sehen sind. Sonst sieht es nachher ja aus wie gekauft, ne? Das ist auch nicht schön. Ja, schwarz mal dazu. Setz das einfach an. Oh ja, schau mal, die Streifen sehen so gut aus. Ich zeige es dir mal von nahen. Dir auch so eine Linie vorziehen, dann die Farbe runterziehen. Ja, und diese Muster jetzt, die sind toll. Die will ich haben. Die wollte ich gerne sehen. Atmen nicht vergessen. So, und noch ein paar Linien rein. Bisschen frei machen. Die sind schön da drin, das gefällt mir. Kannst du noch einen zweiten Farbton dazu suchen oder gucken, was du noch da hast an Farbe. Und dann auch einfach da drauf ziehen. Es ist sehr einfach. Und ist toll, es ist ein schöner Effekt. Die weißen Flächen finde ich ganz schön hier. Und ja, da kann ich mal gucken, ob ich da mit dem Spachtel rüberziehen kann und auch über die Kante rüber. Auch die Linie ist toll, die gefällt mir gut, die dann über den Rahmen rüber hinweg geht. Also sehr wenig, sehr einfach, sehr wirkungsvoll mit dem weißen Kontrast hier drin. Finde ich gut. Die Kante noch mal ein bisschen betonen, oder wenn es ein bisschen schief ist, kannst du noch mal gerader ziehen, aber es muss wirklich nicht so ordentlich sein. Ja, und im Prinzip, ach, das gefällt mir auch so schon gut. Kann man auch so schon hinstellen. Das 2 Minuten Bild. Aber schau. Oder ja, quer kann man es bestimmt auch stellen dann ja auch. Also du kannst es auch stellen.
Ja, und jetzt überlege ich, ob ich denn genau hier das Blattgold draufsetze. Genau da, wo jetzt die weiße Fläche ist. Jetzt habe ich hier Blattgold. Das kennst du bestimmt. Das sind so einzelne hauchdünne Blätter. Die kann man hier einfach mal so drauflegen und gucken, wie es aussieht. Auch so ein Rest und genauso kantig kann das auch aussehen. Also es sind keine geraden Blätter, sondern auch so Reste drauf. Also dass diese zufällige Form bleibt. Oder man könnte es auch hier unten quer drüber setzen. Oder ich könnte ja auch so quer Farbe drauf schmeißen. Also ich habe hier Blattgold und ich habe mich jetzt entschieden, das sind immer so feine Blätter und die kannst du, jetzt kriege ich das hier gar nicht auf, die kannst du dann da drauf setzen. Also wie du siehst, so empfindlich sind die auch nicht. Ich kann ja auch so drin rumblättern und das geht jetzt nicht einfach so schnell kaputt. Also ich kann die auch ganz fein blättern. Die Fläche muss trocken sein, das ist wichtig. Ich habe sie eben nochmal geföhnt. Ja, und jetzt überlege ich, das da jetzt drauf zu setzen. Für das Blattgold gibt es immer eine Anlegemilch und ja, ich trage das jetzt einfach mit dem Spachtel auf. Einige weiche Pinsel, die nehme ich immer ganz gerne, fühlt sich auch gut an. Jetzt musst du es nur noch darauf bekommen und das kannst du einfach so darüber ziehen, so und ein bisschen andrücken mit dem weichen Pinsel. Pinsel ich hier schon den Rest weg und lege den einfach hier wieder drauf. Und ja, was siehst du jetzt? Was kannst du jetzt sehen? Ganz deutlich. Genau, es klebt nur da, wo der Kleber auch drunter ist. Du kannst am besten mit der Struktur gehen, nicht gegen, so wie jetzt. Dann
dann kann es immer reißen. Das macht in diesem Fall nichts. Also wenn du so rum arbeitest, reißt es. Wenn du so rum arbeitest, dann nicht. Ich sammle die Reste immer wieder ein in ein Glas und die kannst du auch wieder verwenden. Also du kannst sie auch wieder an ein anderes Bild draufgeben und ich finde das Glas auch total schön. Sieht gut aus. Stelle ich mir auch gerne so ins Regal. Da gibt es auch noch einen Überzug drauf, also einen Lack einfach auf das Gold geben. So lasse ich das jetzt. Du kannst auch hier über den Rand theoretisch auch einfach das Gold drüber ziehen. Also da kannst du kreativ sein, lass dir was einfallen, mach einfach und hab ein bisschen Spaß. Der goldene Oktober, das passt doch ganz gut jetzt auch in die Jahreszeit, finde ich. Ja, also ganz simpel gemacht und hat einen tollen Effekt, finde ich. Es sieht schön aus. Du kannst dir das so auf das Regal stellen. Der Lack trocknet jetzt und ja, oder aufs Sideboard. Kannst auch hinhängen. Ich gucke mal, dass ich das gleich mal irgendwo auch hochkant hinstellen kann. Ich habe jetzt keine Wand, aber hier gegen das Bild gelehnt sieht es sehr schön aus, finde ich. Also das kann man auch gut, es hebt sich so schön ab, finde ich. Und das ja, ist ein toller Hingucker. Also danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim selber machen und einen ganz schönen Sonntag wünsche ich dir. Bis ja, nächste Woche Sonntag. Mach's gut, tschüss. Steht auch von alleine, also kannst du auch einfach hinstellen. Auf Seite 41 findest du alles zum Thema Vergolden. In der englischen Ausgabe ist es immer 2 Seiten weiter. Da kannst du noch mal reinschauen, da steht eben ein bisschen was, ein bisschen Hintergrundwissen dazu drin. Ja, jetzt lassen wir den Oktober auch golden werden, also greif zu deinen Malsachen. Vielen Dank für den lieben Kommentar, den du mir schreibst. Dadurch weiß ich und alle anderen ja auch, dass wir hier sind, dass wir eine starke Gemeinschaft bilden, eine positive Gemeinschaft und eine wertschätzende Gemeinschaft. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Also Dankeschön für deinen lieben Kommentar und wenn du ein Abo hast, wirst du benachrichtigt, wenn der Live-Chat stattfindet, Sonntag um 9. Dankeschön. Tschüss.